Wie gut ist die kostenlose IKEA Family Kreditkarte? Sind mit ihr wirklich zinsfreie Ratenzahlungen möglich? Welche Vorteile hat sie und wie sehen die Nachteile aus? In diesem Video beantworten wir diese und weitere Fragen und sagen dir, ob sich die IKEA Family Visa Karte für dich lohnt. Die IKEA Family Kreditkarte wird von der Ikano Bank herausgegeben, die, wie auch IKEA, von Ingvar Kamprad gegründet wurde. Legen wir los. Die Vorteile der IKEA Family Kreditkarte. Vorteil Nummer 1. Es gibt keine Jahresgebühr. Die Family Kreditkarte kommt dauerhaft ohne Jahresgebühr. Die Karte ist sowohl im ersten als auch in den folgenden Jahren gratis. Dafür musst du keine Bedingungen wie einen Mindestumsatz erfüllen. Vorteil Nummer 2. Verlängertes Zahlungsziel. Der Saldo eines Monats wird erst einen Monat nach der Abrechnung von deinem Konto abgebucht. So kannst du deinen Kreditrahmen von der Kartenzahlung oder Abhebung bis zum Ausgleich mindestens 30 und maximal 60 Tage zinsfrei nutzen. Vorteil Nummer 3. 0% Finanzierung. Mit der Kreditkarte kannst du deine IKEA-Einkäufe innerhalb von 30 Tagen in eine 0% Finanzierung umbuchen. Einkäufe bei IKEA ab 99 € sind bei Laufzeiten von 3, 10 oder 20 Monaten zinsfrei. Ab 4.000 € werden bei Laufzeiten von 36 oder 48 Monaten keine Zinsen für IKEA-Einkäufe berechnet. Vorteil Nummer 4. 1% Cashback. Für deine Einkäufe mit der IKEA Family Kreditkarte erhältst du 1% Cashback in Form eines IKEA-Gutscheines. Allerdings gibt es hier eine recht große Einschränkung, die wir dir bei den Nachteilen gleich zeigen. Vorteil Nummer 5. IKEA Family Mitgliedschaft ist inklusive. Mit der Kreditkarte bist du Mitglied in der IKEA Family. Mit der Mitgliedschaft bekommst du Rabatte auf ausgewählte Produkte, von Montag bis Freitag einen Gratis-Kaffee im IKEA-Restaurant, ein Geschenk zu deinem Geburtstag, Transport- und Aufbausicherheit, das bedeutet, geht dein IKEA-Einkauf beim Transport oder Aufbau kaputt, wird er kostenlos ersetzt und du erhältst kostenlosen Zugang zu Workshops und Events. Vorteil Nummer 6. Kontaktloses Bezahlen ist möglich. Die Karte enthält einen NFC-Chip und kann so zum kontaktlosen Bezahlen eingesetzt werden. Die Nachteile der IKEA Family Kreditkarte. Nachteil Nummer 1. 0% Finanzierung eingeschränkt. Die 0% Finanzierungen sind, wie bei den Vorteilen gezeigt, nur für bestimmte Laufzeiten und nur für Einkäufe bei IKEA möglich. Nachteil Nummer 2. Cashback beschränkt. Mit 1% liegt der Cashback zwar im Vergleich recht hoch, allerdings ist das auf 30 € pro Jahr begrenzt und die Auszahlung erfolgt in Form eines IKEA-Einkaufgutscheines. Nachteil Nummer 3. Mobiles Bezahlen ist nicht möglich. Die IKEA Family Visa Kreditkarte unterstützt weder Apple Pay noch Google Pay. Mobiles Bezahlen mit dem Smartphone ist daher nicht möglich. Nachteil Nummer 4. Fremdwährungsgebühren. Beim Bezahlen außerhalb der Eurozone fällt eine Fremdwährungsgebühr in Höhe von 1,8% an. Für Bargeldabhebungen kommen dann noch 2,5% Gebühr hinzu, bei mindestens 4,99 € je Abhebung. In Ländern mit dem Euro als Landeswährung sind es 3,99 € je Abhebung. Nachteil Nummer 5. Geld abheben nicht überall kostenlos. Geld abheben ist nur an Geldautomaten der Ikano Bank und von Euronet kostenlos. Lohnt sich die IKEA Family Kreditkarte? Unsere Bewertung. Die IKEA Kreditkarte kann sich lohnen, wenn du häufig bei IKEA einkaufst und wenn du einen größeren Einkauf planst, den du gern zu 0% Zinsen finanzieren möchtest. Die Family-Mitgliedschaft bekommst du, auf Wunsch auch ohne die Kreditkarte, kostenlos. Sie ist also kein Grund, die Karte zu beantragen. Beim Geldabheben und bei der Nutzung im Ausland bist du nicht sehr flexibel. Bei Nutzung in anderen Währungen als dem Euro werden 1,8% Fremdwährungsgebühren berechnet und beim Geldabheben werden an Fremdautomaten ebenfalls Gebühren fällig. Wenn dir der Auslandseinsatz wichtig ist, findest du unter dem Video außer dem Link zur IKEA-Karte auch eine Reisekreditkarte, die du weltweit kostenlos nutzen kannst. Auslandseinsatz oder Fremdwährungsgebühren gibt es bei ihr nicht. Wir hoffen, dir hat das Video zur IKEA Family Kreditkarte der Ikano Bank gefallen. Wenn ja, würden wir uns über einen Like sehr freuen. Hast du noch Fragen zur Karte? Dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.